I've just finished writing a book on the subject of spiritual leadership. Ja, und ich bin soeben fertig geworden mit dem Schreiben eines neuen Buches über geistliche Leiterschaft. And I've been asked if I would address the issue of leadership from a biblical viewpoint. Ja, man hat mich gefragt, ob ich biblische Leiterschaft mal wirklich im Licht der Bibel auch schildern und darlegen könne. And in this first study together, I want to draw your attention to Acts 27. Ja, und in diesem ersten Vortrag wollen wir gemeinsam Apostelgeschichte 27 betrachten. This might seem like an unlikely passage to look at regarding leadership, but it is not. Es mag sein, dass diese Passage ein bisschen ungewöhnlich scheint im Zusammenhang mit Leiterschaft, aber das ist sie nicht. It's the familiar story of Paul's journey from Caesarea to Rome. Ja, es ist die bekannte Geschichte von Paulus, wie er von Caesarea nach Rom reist. When the chapter ends, of course, he is on the island of Malta. Ja, und am Ende des Kapitels ist er auf der Insel Malta. And later on arrives in Rome. Und später kommt er dann in Rom an. But what it illustrates is his powerful leadership ability. Ja, was diese ganze Reise aber veranschaulicht, ist seine wirklich kraftvolle Leiterschaft. He begins the journey as a prisoner. Ja, er beginnt seine Reise als ein Gefangener. And he ends up commanding everyone. Ja, und am Schluss ist er derjenige, der allen sagt, was sie zu tun haben. He has no title, no office, no official status. Ja, er hat keinen Titel, kein Amt, keinen offiziellen Stand. And yet, at the end, everyone looks to him Aber am as their Ende schauen leader. alle auf ihn. Leadership rises in a crisis. Ja, Führerschaft wird dann stark, wenn Krisen da sind. And it's not necessarily a matter of title or position or office. Ja, es hat nichts zu tun mit Titel, Stand oder irgendeinem Amt. And this is illustrated very, very well in this chapter. Ja, und dieses Kapitel 27 veranschaulicht das sehr deutlich. In fact, years ago when I first preached on Acts 27 and drew out these principles of leadership, it set a whole course in motion. Ja, vor einigen Jahren, als ich mich zuerst damit beschäftigt habe, mit diesem Kapitel und diese Prinzipien hinsichtlich Leiterschaft eigentlich herausgezogen habe, hat das einen Stein ins Rollen gebracht. In fact, so much so that the Secretary of the United States Navy took these principles that came out of this chapter and used them for the training of the United States Navy officers. Ja, und zwar eine der Konsequenzen war die, dass ein sehr hoher Offizier der amerikanischen Navy diese Prinzipien, die ich da herausgeschält habe, nahm und sie einsetzte, um Offiziere innerhalb der Navy zu trainieren. And they've also been used by police groups and fire groups, all different kinds of leaders. Ja, und von verschiedenen Orten, wo Führerschaft gefragt ist, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, wurden diese Prinzipien angewandt. But more importantly, they are principles that are effective in the spiritual dimension. Ja, aber was noch viel wichtiger ist, dass diese Prinzipien angewandt und wirksam sind in einer geistlichen Sphäre. And we're going to see them unfold as we go through the chapter. Ja, und während wir jetzt das Kapitel gemeinsam betrachten, werden wir sehen, wie sich das Ganze vor unseren Augen entfaltet. Now, I don't usually cover 44 verses in one message. Ja, es ist nicht gerade üblich, dass ich 44 Verse in einem einzigen Vortrag abdecke. Especially when I only get half the time. Vor allem, wenn ich nur die halbe Zeit kriege. But we'll move as rapidly as we can. Ja, wir versuchen das so schnell wie möglich hinzukriegen. Let's begin at verse 1. Lass uns mit Vers 1 beginnen. And without just reading everything in the text, I'll have you follow along. Ja, ich werde nicht auf jeden Punkt eingehen, folgt mir einfach. It opens up by saying that it was decided that Paul should sail to Italy. Ja, alles begann damit, dass beschlossen wurde, dass Paulus nach Italien fahren sollte. For 2 years he had been a prisoner in Caesarea in a Roman prison. 2 Jahre saß er in einem Gefängnis, in einem römischen Gefängnis in Caesarea. He was put in prison by the Roman occupying army because he was creating difficulty in Jerusalem. Ja, die Besatzungsmacht, die römische, die hat ihn gefangen genommen, weil er Probleme verursachte in Jerusalem. As you remember, the Jews resented him, and he started essentially almost a riot, and the Romans, in order to keep the peace, imprisoned him.
Ja, die Juden, die konnten ihn nicht leiden und das Ganze hat fast zu einem Aufstand geführt und um das Ganze zu beruhigen, haben die Römer sich dann entschlossen, ihn ins Gefängnis zu werfen. And so for 2 years he languished in this prison in Caesarea without a trial. Ja, und da wartete er dann 2 Jahre in diesem Gefängnis, ohne dass er vor Gericht gestellt wurde. As a Roman citizen, however, he had a right to appeal to Caesar, and he did. Aber da er ein römischer Bürger war, hatte er das Recht, sich auf den Kaiser zu berufen und das tat er auch. And it was determined that he should go to Rome for a trial. Ja, und dann wurde beschlossen, dass er nach Rom fahren sollte für die Verhandlung. He was turned over, along with some other prisoners, to a centurion of the Augustan band named Julius. Ja, und gemeinsam mit einigen anderen Gefangenen wurde er einem römischen Hauptmann anvertraut, der ihn nach Rom führen sollte. Now that would be a group of soldiers who were assigned to guard the emperor himself, Augustus. Ja, und das war eine Eliteeinheit, die eigentlich den Auftrag hatte, den Kaiser selbst zu bewachen. So they would be very good soldiers. Also es waren wirklich Top-Soldaten. And in charge of the soldiers was a man named Julius. Und der Hauptmann dieser Truppe von Soldaten war ein Mann namens Julius. They boarded a ship in verse 2 and sailed along the coast, intending to sail along the coast toward Rome. Ja, und sie bestiegen das Schiff und hatten eigentlich vor, der Küste entlang nach Rom zu segeln. They would sail up the coast of Israel from Caesarea and then across the southern coast of Asia Minor. Ja, sie wollten die Küste Jerusalems hochsegeln und dann entlang der Küste von Kleinasien rüber nach Rom. Verse 3 says that one day at sea they stopped at Sidon. Ja, und dann heißt es in Vers 3, am nächsten Tag kamen wir in Sidon an und dort haben sie angehalten. And then there is an amazing statement. Und dann kommt eine wirklich erstaunliche Bemerkung. It says Julius treated Paul with consideration and allowed him to go to his friends and receive care. Ja, da steht, und Julius verhielt sich freundlich gegenüber Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich verpflegen zu lassen. One day's sail up the coast from Caesarea would bring you to Sidon. Ja, eine Schiffsreise von Caesarea, da war man schon in Sidon. And apparently there was a group of believers there whom Paul knew. Und offensichtlich gab es da eine Gruppe von Gläubigen, die Paulus kannte. He also had some physical needs and wanted some special care. Ja, da waren auch eine körperliche Bedürfnisse und er war darauf angewiesen, dass man sich wirklich um ihn kümmert. We don't know what these problems were, but no doubt being 2 years in prison, he had some very serious problems. Ja, wir wissen nicht, welche Art diese Probleme waren, aber man kann sich gut vorstellen, dass nach 2 Jahren Inhaftierung, dass es da nicht so gut geht. And he asked if he could go and receive care from his friends in Sidon. Ja, und er fragte, ob er zu seinen Freunden gehen könne, um sich verpflegen zu lassen. And you remember now that he is a prisoner, and he's a very important prisoner of these Roman soldiers. Ja, und erinnert euch, dass er ein Gefangener ist, und zwar ein sehr wichtiger Gefangener dieser römischen Armee. And the law of the Roman soldiers said that if you lose your prisoner, you pay with your life. Ja, und das römische Gesetz schreibt vor, dass wenn du einen Gefangenen verlierst, wenn der entwischt, dann wirst du mit dem Tode bestraft dafür. So why would Julius risk letting Paul go to his friends and receive care without fearing that they would take him away or that he would escape? Ja, warum riskierte Julius das, dass er Paulus zu seinen Freunden gehen ließ? Ich meine, die Gefahr bestand, dass er abhauen würde und nicht mehr zurückkommt. And right here you have the first characteristic of leadership that comes through this text. Ja, und das ist das erste Merkmal von wahrer Führerschaft, die sich uns hier im Text aufschließt. Number 1, a leader is trusted. Ja, Nummer 1, ein Führer ist vertrauenswürdig. This is where all leadership really begins. Ja, das ist eigentlich das Kernstück von Leiterschaft. When people trust that you have their best interest in your heart. Ja, es beginnt damit, dass Leute dir wirklich vertrauen und wissen, dass du nur ihr Bestes im Sinn hast. It's essentially what Jesus meant when he said, "He that is greatest among you, let him be your servant." Das ist eigentlich das, was Jesus auch sagen wollte, als er sagte, wer der Größte unter euch sein will, der sei aller Diener.
He said it's the Gentiles that lord it over you. Ja, er sagt, es sind die Heiden, die euch unterdrücken. But my kind of leadership is to serve you. Ja, aber meine Art von Führerschaft besteht darin, dass ich euch diene. And he said the Son of Man is not come to be served, but to serve and give his life a ransom for many. Ja, und er sagte auch, dass der Sohn des Menschen nicht gekommen sei, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. People will follow someone when they believe that he has their best interests in his heart. Ja, die Leute werden einem Mann folgen, wenn sie davon überzeugt sind, dass er in seinem Herzen nur das Beste für sie erwägt. The world's approach to leadership is to manipulate people and to coerce people and to force people and to threaten people. Ja, die Welt hat da einen ganz anderen Zugang zur Führerschaft. Sie wollen die Leute manipulieren, sie wollen sie zwingen, sie wollen sie mit Angst irgendwo hintreiben. But the spiritual way to lead is to serve people. Ja, geistliche Führerschaft hingegen dient den Leuten. For some reason, Julius believed Paul would come back. Ja, und aus irgendeinem Grund vertraute Julius darauf, dass Paulus wieder zurückkommen würde. He was convinced that Paul would do nothing that would cost him his life. Ja, er war überzeugt, dass Paulus nichts tun würde, was ihn sein Leben kosten könnte. And of course, a lot was at stake. I mean, it was, after all, his life if he lost that prisoner. Ja, und da stand ganz schön viel auf dem Spiel, weil ihr müsst euch vorstellen, es hätte ihn sein Leben gekostet, wenn dieser Gefangene nicht wieder aufgetaucht wäre. When people are convinced that you are concerned about them and committed to their well-being, they'll follow. Ja, wenn Leute davon überzeugt sind, dass du dich um sie kümmerst und dass du nur ihr Bestes im Sinn hast, dann werden sie dir auch gewisslich folgen. And as it turned out, of course, Paul did come back. Ja, und offensichtlich ist Paulus auch zurückgekommen. We don't know how Julius determined that Paul would not harm him, that he would do what was best for Julius. We don't know how he determined that. Ja, wir wissen nicht, was Julius zu den Gedanken veranlasst hat, dass Paulus ihm nichts Schlechtes wollte, dass er darauf vertraute, dass er wirklich wieder zurückkommen würde. After all, Paul would have been down in the hold of the ship as a prisoner, and Julius would have been certainly up with the captain and the rest of the crew of the ship. So we don't even know how they connected. Ja, ihr müsst euch auch vorstellen, Paulus war unten im Schiff und Julius war oben mit dem Captain und den Offizieren und wir wissen gar nicht, wie sie überhaupt in Kontakt kamen, dass er diese Frage äußern konnte. Maybe he had spent some days with Paul before the journey began. Es kann sein, dass Julius einige Zeit mit Paulus verbracht hatte, bevor die Reise überhaupt begann. But it wouldn't have been a very long time in any case. Aber in jedem Fall war das sicher nicht eine große Zeit, eine lange Zeit, die sie miteinander verbracht haben. And Paul established trust with this man. Aber Paulus schaffte es, das Vertrauen dieses Mannes zu gewinnen. As I said earlier, the way of the world is to dominate people, to force people, to threaten people, to manipulate people. Ja, ich habe vorhin schon erwähnt, weltliche Führung stützt sich auf Manipulation, auf Furchterzeugung, sie wollen Leute zu etwas zwingen. The spiritual way is to serve. Ja, und geistliche Führerschaft heißt dienen. Now let's pick up the rest of the story. It tells us in verse 4 that they left Sidon, put out to sea, and sailed under the shelter of Cyprus because the winds were contrary. Ja, im Vers 4 lesen wir, von dort setzten wir die Reise fort und segelten im Schutz von Zypern, weil uns die Winde entgegenstanden. We won't take the time to go through all of the nautical details, but the ones that are necessary we'll look at. Ja, wir werden uns nicht mit allen nautischen Einzelheiten und Spitzfindigkeiten befassen, aber die wichtigen werden wir uns gemeinsam anschauen. But from the very beginning, this was a difficult journey. Was klar ist, von Anfang an war das eine sehr schwierige Reise. It was difficult because the winds were not favorable. Sie war schwierig, weil die Winde nicht günstig standen. And eventually they came to a place called Myra at Lycia. Ja, und gelegentlich kamen sie dann nach Myra in Lycien. And they then transferred to a different ship. Ja, und da haben sie ein anderes Schiff bestiegen. And verse 6 says it was a ship from Alexandria, Und im Vers 6 lesen wir, dass dieses Schiff aus Alexandria kam. which was sailing for Italy. Und dieses Schiff war auf dem Weg nach Italien.
Alexandria was the port where all of the grain of North Africa was, from which it was shipped. Ja, Alexandria war der Hauptumschlagsplatz für das ganze Getreide, das aus Nordafrika kam. And of course, Italy depended upon the North African grain which was delivered from these ships that came from Alexandria. Ja, und Italien war abhängig davon, dass der Handel mit diesen Schiffen, die dieses Getreide von Nordafrika überführten, wirklich klappte. Historians tell us that these ships arrived daily in the area, in the port of Rome. Ja, die Geschichtsschreiber erzählen uns, dass diese Schiffe täglich ankamen in den Häfen Roms. And they were then boarding that particular ship and also sailing for many days with difficulty, it says. Und Paulus bestieg ein solches Getreideschiff und es heißt, dass sie die Reise fortführen für viele Tage von Schwierigkeiten begleitet. And again it says the wind was not favorable. Und wieder heißt es, dass die Winde nicht günstig waren. And so verse 8 says they were sailing with great difficulty. Und darum lesen wir wieder im Vers 8 und kamen kaum daran vorbei und gelangten an einen Ort, der Gutshafen heißt, nahe bei ihm lag die Stadt Lasea. They finally came to a place called Fair Havens near the city of Lasea. Ja, sie kamen in diesen Hafen, eben der Guthafen heißt, der in der Nähe der Stadt Lasea liegt. And verse 9 says, considerable time had passed and the voyage was now dangerous. Ja, und im Vers 9 lesen wir, da inzwischen viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde. And the reason it was dangerous was because of the time of the year. Ja, und die Reise war sehr gefährlich geworden wegen der Jahreszeit. From the latter part of September through the winter, that part of the sea was very, very dangerous. Ja, Ende September und über den ganzen Winter war dieser Teil des Meeres sehr gefährlich zu befahren. In fact, ships did not sail in the open sea. Tatsache ist, dass viele Schiffe es nicht wagten, auf offenem Meer Segel zu setzen in der Zeit. And it says that the fast was already over. Und es heißt auch, dass die Fastenzeit bereits vorüber war. That is the Day of Atonement, the Yom Kippur. Ja, das ist Yom Kippur, der Tag der Sühnung. So it's already October. Also wir befinden uns bereits im Monat Oktober. And to sail would be exposing the ship to the northeastern winds that came down off the mountains of southern Russia. Ja, und wenn man dann segeln würde, würde das bedeuten, dass man sich den nordöstlichen Winden, die aus den Bergen Russlands herunterkamen, aussetzen würde, was eine große Gefahr bedeutet. And here's what I find so fascinating. Und hier ist etwas, was ich sehr faszinierend finde. The end of verse 9 says, Paul began to admonish them. Am Ende von Vers 9 heißt es, Paulus ermahnte sie. Now remember, Paul was a prisoner. Und ich erinnere euch daran, Paulus war ein He Gefangener. was down in the hold of the ship with the other prisoners. Ja, er war unten im Schiff mit den anderen Gefangenen. He had no authority, he had no rank. Ja, er hatte überhaupt keine Autorität, er hatte keinen Rang. But in the intervening days, he must have expressed some particular wisdom and perhaps gained some credibility with people. Ja, aber in den Tagen, die vergangen sind, muss er offensichtlich gezeigt haben, dass er ein weiser Mann ist und er hat das Vertrauen der Leute gewinnen können auf diesem Schiff. And he felt bold enough to stand before all of them and to speak. Ja, und er hatte auch genug Mut gefasst, um sich vor alle hinzustellen und sie zu ermahnen. In verse 10 it says, he said to them, Men, I perceive that the voyage will certainly be attended with damage and great loss, not only of the cargo and the ship, but of our lives. Und im Vers 10 sagt er dann zu den Männern, liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Gefahr und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Now in this occasion I see a second great characteristic of leadership. Ja, und diese Begebenheit zeigt uns ein zweites wichtiges Merkmal von Führerschaft auf. Leaders take the initiative. Ja, Führer, die übernehmen die Initiative, sie gehen voran. It doesn't matter what their rank is. It doesn't matter what their position is. It doesn't matter what someone expects of them. Ja, es spielt keine Rolle, was die Leute von ihnen erwarten, was für einen Titel oder was für einen Rang sie haben. Leaders take initiative. Ja, Führer übernehmen die Initiative. And that's what Paul did. Und das ist genau das, was Paulus auch tat. And it comes across like this. This idea of taking initiative means
the ability to see a need. Ja, was dieser Vers eigentlich wirklich sagen will, dass Paulus die Situation erkannte und das, was eigentlich getan werden musste jetzt. Or to see a problem. Ja, er hat das Problem erkannt. Or to see an opportunity. Oder auch eine Möglichkeit, die sich auftat. And to take action. Und deshalb hat er auch agiert. This is the essence of leadership. Ja, das ist das Kernstück von Führerschaft. It doesn't matter to a person who has the heart of a leader whether or not they have the position or the authority. It's the problem that draws them out. Ja, es spielt keine Rolle, was für einen Rang oder Position jemand hat. Wenn es um Leiterschaft geht, ist es eine Sache des Herzens, die sie einfach dazu zwingt, quasi in Aktion zu treten. I know in the many years of my ministry, I have always looked for people who take the initiative, who see problems, who see opportunities, who see needs, and who act. Ja, ich kann mich gut daran erinnern, dass in den vielen Jahren meines Dienstes ich immer Ausschau gehalten habe nach Männern, die wirklich die Initiative ergriffen haben, die Probleme erkannt haben und dementsprechend auch gehandelt haben. And there's another element of leadership here that's very important. Ja, und da ist noch ein anderes Merkmal von Leiterschaft, das sehr wichtig ist. And that is leaders rightly assess reality. Ja, ein Leiter kann die Wirklichkeit, das, was sich wirklich abspielt, richtig einschätzen. They don't just wish for things to be a certain way. They don't live with illusions. They deal with reality. Ja, sie geben sich nicht irgendwelchen Illusionen oder Wunschvorstellungen hin, sondern sie gehen direkt auf die Realität zu. His initiative is seen in the fact that he spoke, and his sense of reality is seen in what he said. Ja, das zeigt sich darin, dass er die Initiative ergriff und darin, was er sagte. There would be the potential of great loss, great damage, and even death if they sailed. Ja, er sagte, dass da eine große Gefahr bestehen würde und großer Schaden eintreten könne für die Ladung wie auch für das Leben der Männer. Verse 11 then says that the centurion was more persuaded by the pilot and the captain of the ship than by what was being said by Paul. Ja, in Vers 11 lesen wir, aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Now what that tells us is that Paul had one view and the pilot and the captain of the ship had another view. Und das zeigt uns, dass Paulus eine Sichtweise vertrat, der Schiffsherr und der Steuermann aber eine ganz andere. And the centurion was ultimately in command, and he had to listen to either Paul, who warned them not to go, or the pilot and the captain who said, we must continue our trip. Ja, und der Hauptmann war der letztendlich die ganze Sache überblickte, und er musste sich entscheiden, ob er nun auf den Steuermann und den Schiffsherrn hören wollte oder auf das, was Paulus ihm gesagt hatte. And this again points up another element of leadership. Und hier zeigt sich ein anderes Merkmal von Leiterschaft. Leadership will go against conventional wisdom. Ja, Leiterschaft wendet sich auch gegen die allgemeingültige Weisheit, die sich da zeigt. You would think that the pilot and the captain of the ship would be the most objective when it came to sailing. Ja, man kann sich gut vorstellen, dass man eigentlich davon ausgehen könnte, dass der Steuermann und der Kapitän diejenigen sind, die Situation am besten einschätzen können. But it is true that Paul had spent plenty of time on ships as well. Aber was auch wahr ist, ist, dass Paulus sehr viel Zeit auf Schiffen verbracht hat. In fact, he was in 3 shipwrecks. Tatsache ist, dass er 3-mal Schiffbruch erlitten hat. So he understood something about it also. Also auch er hat eine gewisse Ahnung, was es auf sich hat, wenn es um Segeln und Schifffahrt geht. And he also had more objectivity than those men who wanted to get to Rome as fast as they could to deliver their cargo and get their money. Ja, und er hatte auch die Einstellung, die Sache objektiver zu beurteilen, als die Leute, die einfach möglichst schnell nach Rom wollten und ihre Ladung dort löschen, um das Geld zu kassieren. Well, apparently the centurion couldn't decide exactly what to do, so he called for a vote. Ja, offensichtlich konnte der Hauptmann sich nicht entscheiden, was er nun tun sollte, und deshalb rief er die Leute auf, abzustimmen. And verse 12 says why the people didn't want to stay where they were in this place called Fair Havens. Ja, im Vers 12 lesen wir über diese Leute, die in diesem Gutshafen waren. Because the harbor was not suitable for winter. Und es heißt dort, dass dieser Hafen nicht geeignet war zum Überwintern.
It had an eastern exposure, which would have meant that harbor felt the brunt of the winter wind and weather. Ja, der Hafen öffnete sich gegen Osten hin und das bedeutete, dass die stürmischen Ostwinde diesen Hafen mit voller Stärke treffen würden. So the captain of the ship, the pilot of the ship, and the majority of the people wanted to keep going, and only Paul stood against that. Ja, und diese Tatsache veranlasste den Kapitän, den Steuermann und den größten Teil der Besatzung weiter zu segeln und Paulus war der Einzige, der sich ihnen entgegenstellte. And there again is that element of leadership that says, I'll stand alone if I need to for what I believe is right and wise. Und hier sehen wir wieder dieses Merkmal von Leiterschaft, das sagt, hey, ich stelle mich euch allen in den Weg, wenn es darum geht, gerade zu stehen für das, was richtig ist und das, was getan werden muss. But in verse 12 it says the majority reached the decision and they wanted to reach a place called Phoenix, a harbor on the island of Crete. Ja, in Vers 12 lesen wir aber, da bestanden die meisten von ihnen darauf, weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phoenix kommen könnten. And that's because it had an exposure to the west and it would be protected from the harsh winter. Ja, dieser Hafen dort öffnete sich gegen Westen hin, was guten Schutz bot vor den stürmischen Ostwinden des Winters. And it may be that if they could reach Phoenix, they might even be able to go beyond that toward Rome. Ja, und vielleicht dachten sie, okay, wenn wir schon Phoenix erreichen können, dann können wir auch gleich weiterfahren nach Rom. But they ignored what Paul said, and they embarked on their journey in verse 13. A moderate south wind came up, and they were pleased with that. They began to sail along Crete. Ja, sie ignorierten aber Paulus' Ratschlag und entschieden sich trotzdem aufzubrechen. Da kam ein leichter Südwind auf und ja, die Sache wurde langsam brenzlig. Staying very close to the shore, as I said, not wanting to get out in the open sea. Ja, deshalb segelten sie auch ganz nahe der Küste entlang, weil sie es nicht wagten, auf offener See zu segeln. And then verse 14, very important. Before very long, there rushed down from the land a violent wind called Euraquilo. Ja, Vers 14 lesen wir dann. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Euraklion nennt. And this was the very wind that Paul had feared. Das war genau dieser Wind, vor dem sich Paulus fürchtete. It was that time of year, and it was right on schedule. Ja, die Jahreszeit war richtig und der Wind kam genau wie angesagt. And the ship was caught in that wind, couldn't face it, and gave way to it, and was driven along. Und dann heißt es, und das Schiff wurde mitgerissen und konnte nicht mehr gegen den Wind gedreht werden und sie gaben auf und ließen sich treiben. This is a hurricane force wind. Das ist ein Wind, der mit der Kraft eines Hurrikans daherkommt. And they literally were driven by this wind. Ja, und sie konnten nichts anderes als sich treiben lassen von diesem Wind. In verse 16, they tried to get the ship's boat under control. Ja, und im Vers 16 lesen wir, wie sie es versuchten, die Beiboote unter Kontrolle zu kriegen. So they hoisted it up on deck. Ja, sie haben die also aufs Deck heraufgeholt. Now this was a large ship, a ship that had 276 passengers. Ja, das war ein sehr großes Schiff, ein Schiff, das 276 Leute fasste. As well as a massive cargo of grain from Egypt. Und nebst diesen Passagieren war da auch noch die ganze Ladung voll Getreide, die sie mit sich führten. And so they needed this other boat to go from the ship to the shore whenever they docked in a harbor. Ja, und deshalb brauchten sie auch diese Beiboote, dass wenn immer sie in einem Hafen anlegten, sie vom Schiff zum Hafen gelangen konnten. And it could act as the only way they could get to the shore. Ja, das war die einzige Möglichkeit, um vom Schiff an Land zu gelangen. And even would be a lifeboat for some, though it wouldn't carry everyone. Ja, und es konnte sogar ein Lebensretterboot sein für einige, aber da war bestimmt nicht Platz für alle darin. And they usually pulled it behind the ship, but in this case the storm threatened it, and so they brought it up on deck. Ja, in der Regel wurde dieses Boot hinter dem Schiff hergezogen, aber das Mal war der Sturm so stark, dass sie Angst hatten und das Schiff an Deck holten. And the storm is so severe that it threatens to destroy the ship itself. Ja, und der Sturm wurde so wild, dass sie sogar Angst hatten, dass das ganze Schiff zerstört würde. And so verse 17 says they took cables and they undergirded the ship.
Vers 17 lesen wir dann, sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Now the ship was made with wood that was put together, and in a storm like this it would start to disintegrate. So these great huge cables were wrapped around the hull and winched tight on the deck to hold the ship together. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dieses Schiff war nur aus Holz gebaut und einem solchen Sturm würde es nie standhalten können. Darum hat man jetzt diese Seile genommen und das alles richtig straff gespannt, um das Boot zusammenhalten zu können. And of course by now the people say we should have listened to Paul. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, die Leute sagen, hätten wir doch nur auf Paulus gehört. They now know that his insight was correct. His leadership was true. Ja, jetzt erkannten auch sie, dass er Recht hatte und dass seine Leiterschaft wirklich vertrauenswürdig war. And if they were afraid, verse 17 says that they would run aground on the Syrtes. Ja, und im Vers 17 lesen wir, in Syrte, da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. That is an area on the north coast of Africa called a graveyard of ships. Ja, diese Gegend ist in der Nähe von Afrika und wird auch als großer Schiffsfriedhof bezeichnet eigentlich. And they feared that they would be driven by the wind right into those sands and reefs. Ja, und sie fürchteten sich davor, vom Wind in diese Sandbänke und diese Riffe getrieben zu werden. So they let down the sea anchor. Und deshalb ließen sie den Treibanker herunter, to create some resistance and to slow themselves down and let themselves be driven. Ja, sie haben diesen Treibanker heruntergelassen, um die Geschwindigkeit, die Fahrt des Schiffes zu verlangsamen und sich einfach so dahin treiben zu lassen. Verse 18 says that they were violently storm-tossed, so much so that they began to throw overboard the cargo. Ja, Vers 18 lesen wir dann, als uns aber der Sturm hart zusetzte, warfen sie am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. This indicates their desperation, because now they're throwing over what is valuable to them. Ja, das offenbart ihre Verzweiflung, denn sie warfen das weg, was ihnen eigentlich wertvoll war. And in verse 19, they began to throw the tackle overboard with their own hands. This is a picture of chaos. Ja, und im Vers 19 lesen sie, wie sie sogar die Schiffsgeräte über Bord warfen, und das ist ein absolut chaotisches Szenario, das sich uns hier bietet. Everything that can be picked up is picked up and thrown overboard. Alles, was man von Bord werfen konnte, wurde über Bord geworfen. This is to lighten the ship so it rises higher out of the water and doesn't become filled with the surging sea. Ja, man macht das, damit das Schiff nicht so tief im Wasser liegt und nicht überspielt wird von den stürmischen Wellen. It says in verse 20 that there was no sun, no stars for many days. Ja, im Vers 20 lesen wir, dass sie für viele Tage weder Sonne noch Sterne sehen konnten. And of course they navigated by the stars and followed the patterns of the sun, and so they had no way of knowing where they were. Ja, und Sonne und Sterne waren sehr wichtig, weil sie anhand derer navigieren konnten, und momentan wussten sie überhaupt nicht, wo sie sich befanden. And at the end of verse 20 it says they had lost all hope of being saved. Ja, in Vers 20 am Ende lesen wir dann, dass sie jede Hoffnung auf Rettung verloren haben. They were convinced that they would all die. Ja, sie waren davon überzeugt, dass sie alle sterben würden. Now in their minds they remember, of course, that Paul had told them this would happen. Ja, und sie erinnerten sich jetzt daran, dass Paulus ihnen gesagt hätte, dass es genauso eintreffen würde. And at the appropriate time, verse 21 says, Paul spoke again. Ja, und als der Zeitpunkt wieder da war, hat Paulus wieder mit ihnen geredet. He said, men, you ought to have followed my advice and not to have set sail from Crete and incurred this damage and loss. Er sagt, liebe Männer, man hätte auf mich hören und nicht von Kreta aufbrechen sollen, denn wäre es uns diese Gefahr und der Schaden erspart geblieben. This is a little bit like putting the knife in and turning it, Ja, just to remind them that they should have listened to him. Das ist ein bisschen wie Salz auf die Wunde gestreut, einfach um sie nochmal daran zu erinnern, dass sie besser auf ihn gehört hätten. And here's another element of leadership, reinforcing your trustworthiness, reinforcing your wisdom, reinforcing the fact that you're dealing with reality. Ja, und hier sehen wir ein weiteres Merkmal von Leiterschaft. Man legt wirklich nochmal das Gewicht darauf, dass man vertrauensvoll ist, dass man die Dinge richtig einschätzen kann und mit beiden Füßen auf dem Boden steht.
In the midst of the crisis, he says, you should have listened to me, which is another way of saying, maybe you're more ready to listen to me now. Ja, mitten in dieser Krise sagt er, ihr hättet auf mich hören sollen, und damit wollte er ihnen eigentlich sagen, okay, vielleicht seid ihr jetzt bereit, darauf zu hören, was ich euch zu sagen habe. And then he says a most wonderful thing in verse 22 and 23. Und in Versen 22, 23 sagt er dann etwas sehr Wunderbares. He says, I urge you to keep up your courage. Doch nun ermahne ich euch, unverzagt zu sein. There shall be no loss of life among you, but only of the ship. Denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff geht verloren. He is positive, he is affirming, he is confident. Ja, er ist sehr zuversichtlich und sieht der Sache gelassen und positiv entgegen. That's absolutely critical for a leader. Das ist sehr entscheidend für einen Leiter. When everybody else is in despair, when everybody else thinks all is lost, the leader's responsibility is to be the encourager. Ja, es ist die Verantwortung eines Leiters in Situationen, wo alle verzweifelt sind und denken, es gibt keinen Ausweg mehr, als Ermutiger dazustehen. And he went so far as to tell them none of them would lose his or her life. Ja, und er ging bei dieser Aussage sogar so weit, dass er ihnen versicherte, dass kein einziger sein Leben verlieren würde, Even though the ship would be destroyed. obwohl das Schiff verloren gehen würde. How did he know that? Ja, wie konnte er das wissen? Well, verse 23 says, this very night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood before me. Ja, Vers 23 lesen wir, denn diese Nacht trat der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir. And he says, that angel said, do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar. And behold, God has granted you all those who are sailing with you. Ja, und dieser Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser erscheinen. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. He had a revelation from God Ja, er hatte eine Offenbarung von Gott, that all of them would survive. dass alle von ihnen dieses Unglück überleben würden. And thus he spoke with authority. Und deshalb konnte er auch mit Autorität reden. And this, again, is a very important element of leadership. Ja, und hier haben wir wiederum ein sehr wichtiges Merkmal von Leiterschaft. A leader speaks with authority, with boldness. Ja, ein Leiter spricht mit Autorität und ist mutig. People follow confidence. They follow conviction. Ja, die Leute folgen Leuten mit Überzeugungen. It's not an oppressive kind of authority. It's not a dominating kind of authority. It's an authority based upon truth. Ja, es ist keine Leiterschaft, die auf Dominanz oder Unterdrückung basiert, sondern sie ist auf die Wahrheit gegründet. It's not even a personal authority. Es hat auch nichts It's an authority based upon the revelation of God. Es hat auch nichts mit der Person an sich zu tun, sondern sie gründet sich auf die Offenbarung Gottes. Now, obviously, for us who are in spiritual leadership, our authority is the revelation of God in Scripture. Ja, und für uns, die wir auch in geistlicher Leiterschaft stehen, ist es offensichtlich so, dass Gottes Wort die Offenbarung an uns ist. And that gives us our confidence, Daraus by gewinnen wir which unser we Vertrauen. strengthen others. Und dadurch können wir auch andere stärken. In Matthew 7:29, they said about Jesus, he speaks as one having authority. In Matthäus 7,29 lesen wir, dass es dort von Jesus heißt, dass er als einer sprach, der Autorität hat. And that authority, he said, came because he only spoke what the Father showed him to say. Ja, und er berief sich darauf, dass er diese Autorität hatte, weil er nur das sagte, was der Vater ihm offenbarte. Leadership is about speaking to people the truth authoritatively. Ja, Leiterschaft hat damit zu tun, dass wir in autoritativer Form den Leuten die Wahrheit sagen. And so in verse 24, this angel says, do not be afraid. And in verse 25, Paul says to the people, keep up your courage, for I believe God that it will turn out exactly as I have been told.
Ja, und wir sehen in Vers 24, wie der Engel zu Paulus spricht, fürchte dich nicht. Und wiederum Paulus dann in Vers 25, wie er sich an die Männer wendet und sagt, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, dass es so geschehen wird, wie es mir gesagt worden ist. And here, in a spiritual sense, is an illustration of the very heart of leadership. It is causing people to be confident and assured about the truth of God. Ja, und hier sehen wir ein Kernstück von geistlicher Leiterschaft. Und zwar ist es das, dass wir die Leute dahin führen, dass sie wirklich voll Vertrauen sind und sich ganz der Wahrheit hingeben, die Gott offenbart hat. It is being able to strengthen other people, even in a crisis. Ja, man kann Leute sogar in einer Krise stärken so. Even when it looks as though all is lost. Auch wenn es so aussieht, als wäre alles verloren. Because you have a word from God. Aber du berufst dich auf ein Wort von Gott. Now verse 26 says that they will have to run aground on a certain island. Und im Vers That's what the 26 angel said. lesen wir, wie der Engel sagte, wir werden also auf eine Insel stoßen. Das ist das, was der Engel Paulus sagte. So just pulling things together for a moment here. Lass mich das Ganze mal kurz zusammenfassen hier. Paul starts out with no leadership responsibility at all. Ja, am Anfang sehen wir Paulus ohne irgendwelche Verantwortung als Leiter. He is not in charge of anyone or anything. Ja, er hat überhaupt nichts zu sagen. But he is trusted. Aber man vertraut ihm. He takes the initiative. Er ergreift die Initiative. He deals with reality. Er hat den Blick auf die Realität gerichtet. He stands against the conventional wisdom. Ja, und er hat keine Angst, sich dem üblichen Weisheit oder der Anschauung entgegenzustellen. He speaks with authority. Und er spricht mit Autorität. And on the basis of the truth, he encourages others. Und auf der Grundlage der Wahrheit ermutigt er andere. Now in verse 27, In Vers 27 we read that it was the 14th night da that they had been in the storm. lesen wir, dass es bereits die 14. Nacht war, seitdem sie in dem Sturm waren. Being driven about in the Adriatic Sea. Und dass sie in der Adriatischen See umhergetrieben wurden. And at midnight, the sailors began to surmise they were approaching land. Ja, und um Mitternacht herum dachten die Schiffsleute dann, dass sie Land gesichtet hätten. And they took some soundings. Ja, und dann haben sie das Echolot geworfen. 20 fathoms and a little ways on it was 15 fathoms, so the land was approaching. Ja, sie warfen das Senkblei, es war 20 Faden und dann ein bisschen später waren es 15 Faden und sie wussten, dass sie sich dem Land näherten. And they were afraid, verse 29 says, that they would run aground somewhere on the rocks, the Syrtes that was mentioned earlier. Ja, in Vers 29 lesen wir dann, da fürchteten sie, wir würden auf Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus. So they cast 4 anchors from the stern and wished for daybreak. Ja, sie haben, wie gesagt, diese 4 Anker ausgeworfen und wünschten sich, dass der Tag bald anbrechen würde. Again, this was a way to slow down the movement of the ship by dragging these great anchors, as well as the fact that they might dig in and protect the ship from running aground on the rocks. Ja, wiederum, diese Anker wurden ausgeworfen, um die Fahrt des Schiffes zu verlangsamen und vielleicht hofften sie sogar, dass sie wirklich fassen würden und das Schiff davor bewahren würden, wirklich ganz auseinanderzubrechen. It was, of course, in the pitch black time of midnight, and they were anxious for the day to come. Ja, das war Mitternacht, es war stockfinster und sie sehnten sich nach dem Tagesanbruch. Verse 30 says that the sailors tried to escape from the ship. Vers 30 lesen wir dann, dass die Seeleute versuchten, vom Schiff zu fliehen. They realized they were near enough to the shore that they might be able to swim to safety, even though it was difficult. But the better approach would be to let down the ship's boat into the sea. In other words, to steal the boat and escape from the ship. Ja, es war ihnen klar, dass sie wahrscheinlich schon nahe genug am Land waren, um dahin zu schwimmen. Nichtsdestotrotz dachten sie, dass es doch sicherer sei, das Beiboot zu stehlen und sich mit dem Beiboot davon zu machen und ans Land zu rudern. So they went to the bow of the ship, pretending to put out more anchors, but in reality wanting to take the ship and escape. Ja, und sie gingen da Take the boat and escape.
Sie gingen zum Bug des Schiffes und taten so, als wollten sie mehrere Anker auswerfen, aber Tatsache war, dass sie das Beiboot stehlen wollten und sich davon machen wollten. And here is another very important element of leadership illustrated. Paul said to the centurion, apparently he saw this was happening, which means he's no longer down in the hold of the ship. Everybody at this point is probably up on deck for survival and because they're nearing land. But he said to the centurion, verse 31, unless these men remain in the ship, you yourselves cannot be saved. Ja, und Paulus, der offensichtlich nicht mehr unten im Schiff war, sondern sich jetzt auch auf Deck befand, hat die Sache richtig erkannt und wandte sich an den Hauptmann mit den Worten, wenn diese Männer, die fliehen wollten, nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Verse 32 gives the response. Im Vers 32 sehen wir dann die Antwort. The soldiers cut away the ropes of the ship's boat and let it fall away. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Now, this is another element of leadership that I think is so important, illustrated here. Ja, ich denke, dass auch hier wieder ein wichtiges Merkmal von Leiterschaft sehr deutlich dargestellt wird. A leader never compromises absolutes. Ja, ein Leiter ist nie bereit, Kompromisse einzugehen in Dingen, wo es keine Kompromisse einzugehen gibt. Paul said, if you leave this ship, the promise of God is canceled. Ja, Paulus sagte den Leuten, wenn jemand dieses Schiff verlässt, dann ist die Verheißung Gottes hinfällig. God's word was the absolute. Ja, das Absolut, an dem sich alles ausrichtet, war das Wort Gottes. And to enjoy the fulfillment and the protection of God, they had to do it God's way. Ja, und um in den Genuss der Erfüllung dieser Verheißung und des Schutzes Gottes zu kommen, mussten sie sich genau an das halten, was er ihnen gesagt hat. I mean, in any element of leadership, every leader must determine what the absolutes are. For us, they're laid out in the Scripture. Ja, jeder Leiter muss sich entscheiden, welches die unumstößlichen Wahrheiten sind, denen er sich verbunden fühlt. Für uns ist es klar, für uns ist es das Wort Gottes. For Paul, they came in this angelic revelation. Ja, für Paulus hier war es diese Offenbarung des Engels, which must have included the word that if anybody left the ship, the promise of God would be canceled. Offensichtlich hat dieser Engel ihm auch gesagt, dass die Verheißung Gottes hinfällig sein würde, wenn irgendjemand das Boot verlässt. It's essential for leaders that people know what their absolutes are and that they be consistent with those absolutes. This is called integrity. Ja, es gibt dieses Wort Integrität und das heißt eigentlich, dass es wirklich wichtig ist, dass jeder weiß und dass auch ein Leiter selber weiß, welches diese unumstößlichen Wahrheiten sind, an die er sich hält und dass er das auch wirklich tut. Now, obviously, not everything in our spiritual ministry, not everything in our leadership is an absolute. There's some areas of flexibility. Ja, und wir müssen da aber auch klar festhalten, dass nicht alles, was unseren Dienst betrifft, an irgendwelche absolute Wahrheiten geknüpft sind. Da gibt es durchaus Bereiche, wo es einen gewissen Spielraum gibt. And the Apostle Paul talks about these things in the New Testament. Ja, Paulus spricht einige dieser Dinge im Neuen Testament an. The Sabbath was not an absolute. Some regard the Sabbath, some don't. Ja, da haben wir zum Beispiel den Sabbat. Die einen halten ihn ein, die anderen nicht. The kingdom of God was not food and drink, so some people regarded certain dietary laws and others did not. Ja, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken und gewisse Leute pflegen diese Essgewohnheit und andere diese. Those are things that are not absolutes. Ja, das sind nicht unumstößliche Wahrheiten. But when it comes to the revelation of God that we know to be essential, they become the absolutes that establish our non-compromising posture. Ja, aber wenn es sich um das Wort Gottes handelt, dann sind da Dinge, die wirklich zu den unumstößlichen Wahrheiten zählen und an die halten wir uns und da gibt es nichts dran zu rütteln. And that is where we will not compromise. Ja, da gibt es auch keine Kompromisse, die wir eingehen können in diesen Bereichen. If we do compromise the biblical absolutes, the theological absolutes, in a sense, we give away our character. We sell out our soul and diminish our leadership. Wenn wir diese biblischen, theologischen Wahrheiten, wenn wir die nicht wirklich festhalten und
kompromisslos an diesen Dingen festhalten, dann ist eigentlich unsere ganze Glaubwürdigkeit, unser Charakter, unser Wesen dahin. We live and die unwaveringly committed to divine principles. Ja, wir leben und sterben damit, dass wir uns diesen unumstößlichen, göttlichen Wahrheiten einfach voll verbunden fühlen. So it is critical that we establish what those absolutes are in the Word of God and maintain a commitment to them. Ja, von daher ist es also absolut entscheidend, dass wir festlegen, welches diese unumstößlichen Wahrheiten Gottes sind und diese auch wirklich festhalten. Let's continue in the story to see the end of it. Ja, lass uns weiterfahren in der Geschichte und das Ende betrachten. The soldiers then cut the ropes of the ship's boat away. They were willing to follow Paul even though they cut off their last possible escape. Ja, die Soldaten haben also die Taue des Beibootes gekappt, haben auf Paulus gehört und somit wirklich die letzte Hoffnung, die sie auf Rettung hatten, die war dahin. This will tell you how much they trusted Paul's leadership. Ja, und das zeigt uns, wie sehr sie jetzt Paulus Leiterschaft vertrauten. They could have used that boat to escape themselves. Ja, sie hätten dieses Boot benutzen können, um selber damit die Flucht zu ergreifen. But they were so committed to Paul as a leader that they would rather put themselves in his hands without a boat. Ja, aber sie vertrauten sich so sehr der Leiterschaft Paulus an, dass sie es vorzogen, auf ihn zu hören, als den Versuch zu unternehmen, mit einem Boot zu flüchten. Verse 33 says, Vers Paul was 33. encouraging them to take some food. Bevor es anfing hell zu werden, ermahnte Paulus alle Nahrung zu sich zu nehmen. And he said, today is the 14th day that you've been constantly watching and going without eating, having taken nothing. Und er sagte, es ist heute 14 Tage her, dass ihr wartet, ohne irgendetwas zu euch genommen zu haben. And that's an amazing thing to think about. Ja, das ist wirklich erstaunlich, wenn ihr euch das mal vorstellt. 14 days with no food, 14 days with no idea where they were, Ja, 14 Tage ohne etwas zu essen, sie hatten keine Ahnung, wo sie sich befanden. 14 days of battling the sea. Ja, 14 Tage kämpften sie mit dem Meer. Certainly many of them were sick and probably couldn't eat. Ja, einige von ihnen waren sicher krank und konnten gar nichts zu sich nehmen. They were so busy trying to save their lives they couldn't take the time that it would need to prepare the food. Ja, und einige waren so sehr damit beschäftigt, ihr Leben, ihr nacktes Leben zu retten, dass sie gar keine Zeit hatten, Essen zuzubereiten. And they were living in such a constant state of panic that they probably had no appetite. Ja, und sie lebten in einem konstanten Zustand der Panik, dass vielen wahrscheinlich der Appetit vergangen ist. And it would be hard to imagine that they slept. Ja, es ist schwierig sich vorzustellen, in so einer Situation zu schlafen. So they were physically very weak. Ja, und deshalb waren sie körperlich auch wirklich schwach und ausgezehrt. And that's why Paul says to them in verse 34, I encourage you to take some food. Darum sagt Paulus ihnen auch im Vers 24, ich ermahne euch, etwas zu essen. And this is for your preservation. Ja, das ist zu eurem Guten. And then he says that not a hair from the head of any of them shall perish. Und dann sagt er, dass kein Haar von ihnen vom Haupt fallen soll. Now here's another characteristic of effective leaders. Ja. They focus on success, not failure. Ja, hier ist ein They focus on the objective, not the obstacle. Ja, es ist ein weiteres Merkmal von wirksamer Leiterschaft. Ein Leiter konzentriert sich auf das Gute, nicht auf das, was schiefgelaufen ist. Er konzentriert sich auf die Dinge, die es anzupacken gibt und nicht auf die ganzen Probleme um ihn herum. They have the ability to look past the problem, past the difficulty. Ja, ein Leiter besitzt And die see the Fähigkeit, objective. die Probleme hinter sich zu lassen und weiterzublicken. And that's exactly what Paul did. Und das ist genau das, was Paulus tat. This is characteristic of a good leader. He's like a hurdler. He goes over the hurdlers, keeping the finish line in view. Ja, das ist ein Goes over the Merkmal hurdles, eines keeping the guten finish line. Leiters. Es ist wie ein Hürdenläufer, der eine Hürde nach der anderen nimmt und immer seinen Blick auf das Ziel fixiert hat. This is so important in leading people through times of difficulty. Ja, und das ist sehr wichtig, wenn man Leute durch schwierige Zeiten führen muss. When they're caught up in all the problems and all the struggles. Wenn sie sich
verwickelt haben, in all die Probleme, in all die Schwierigkeiten des Lebens. And the leader's responsibility is to refocus their attention on the goal and on the objective which has been promised to them by God. Ja, und es ist die Aufgabe des Leiters, ihren Blick wieder neu auf die Verheißungen und die Zusagen Gottes zu lenken, die er ihnen gegeben hat. The interesting phrase there is to take some food. This is for your preservation. Es ist ein interessanter Satz hier, wo es heißt, ihr sollt etwas essen, denn das dient zu eurer Rettung. This illustrates the fact that even though God has already determined their safety, He has also determined that their safety will be as a result of their own ability to preserve themselves, their own ability to swim, as it turns out. Ja, es ist interessant. Obwohl Gott einerseits ihnen bereits zugesagt hat, dass sie gerettet werden, weist er sie trotzdem an, etwas zu sich zu nehmen und ihre eigenen Kräfte einzusetzen, nämlich zu schwimmen, um diese Rettung wirklich auch zu erreichen. God not only determines the end, but He determines the means. Ja, Gott schreibt nicht nur vor oder erklärt nicht nur das Ende, sondern auch, wie man dahin gelangt. They will end up safe, but the means will be for them to swim, and for that they need strength. Ja, ihre Rettung ist garantiert, aber nichtsdestotrotz müssen sie schwimmen und um schwimmen zu können, müssen sie Kräfte haben, darum müssen sie etwas essen. And then in verse 35, I think we have an important insight as well. Und auch Vers 35 gibt uns ein paar wichtige Einblicke. It says, having said this, he took bread and gave thanks to God in the presence of all and broke it and began to eat. Das heißt dort, und als er das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Now remember, the storm is still the same. Ja, erinnert euch daran, der Sturm ist nicht schwächer geworden. And the threat of destruction and death is still imminent. Ja, und die Bedrohung zu sterben und umzukommen ist genauso da wie vorher. They are still being tossed and thrown by the sea. Ja, sie werden immer noch hin und her geworfen wie ein kleiner Spielball im Meer. Their circumstances not changed at all. Ja, ihre Umstände sind überhaupt kein bisschen besser geworden. But Paul insists that they eat, and he is the first to do it. Ja, aber Paulus besteht darauf, dass sie essen, und er ist der Erste, der ihnen vorangeht und selber isst. And this suggests that very, very important element of leadership called example, leading by example. Und hier sehen wir ein sehr zentrales Merkmal von Leiterschaft. Das ist, dass man leitet und führt durch Vorbild. The leader becomes the pattern that people follow. Ja, der Leiter gibt quasi das Muster vor, dem die Leute nachher folgen sollen. Paul believed God, and Paul did what God told him to do. Paul knew God had given him a promise. He knew the means was going to be physical strength, and so he set the example. Ja, Paulus glaubte Gott und vertraute ihm, und weil Gott gesagt hat, er soll essen, hat er gegessen, weil Gott ihm verheißen hat, dass auf diesem Wege die Rettung zustande kommen würde, und also tat er genau das, was Gott ihm gesagt hatte. And interestingly enough, it says in verse 36, and all of them were encouraged, and they themselves also took food. Und es ist sehr interessant zu lesen im Vers 36, da bekamen alle wieder neuen Mut und nahmen auch Nahrung zu sich. And you can ask, what encouraged them? Ja, und man fragt sich, wodurch wurden sie ermutigt? Storm hadn't changed. Der Sturm war immer noch derselbe. The threat of death was greater than ever as they were headed toward the shore. Die Todesfurcht wurde immer größer, je näher sie dem Land kamen. But they were encouraged by the example of Paul. Aber das Vorbild des Paulus ermutigte sie. They were encouraged by the optimism of Paul. Ja, der Optimismus des Paulus ist auf sie übergeschwappt quasi. And they followed his example. Und sie folgten diesem Vorbild. Now let me just think back through this for a moment. Lass uns das nochmal kurz betrachten. In a series of weeks, the Apostle Paul had gone from being a prisoner to being the leader of this group. Ja, innerhalb einiger Wochen hat Paulus es geschafft, als zuerst war er ein Gefangener und am Ende dieser Zeit war er der Leiter dieser ganzen Gruppe von Leuten. Never would have happened without a crisis, Das wäre a life and death crisis. nie zustande gekommen, wenn da nicht diese Krise gekommen wäre, wo es wirklich um Leben und Tod ging. But in this process, he had the opportunity to prove that he could be trusted.
Aber innerhalb dieses ganzen Prozesses konnte er wirklich unter Beweis stellen, dass er vertrauenswürdig war. He took the initiative when he saw a problem and used good judgment. Ja, er ergriff die Initiative, als er sah, dass die Situation das erforderte, und er schätzte die Dinge auch richtig ein. He spoke with authority based on what he knew was true. Ja, er sprach mit Autorität im Hinblick auf das, was er wusste, das Wahrheit war. His trust in what God had said caused others to be encouraged. Ja, sein Glaube an das Wort Gottes verursachte, dass auch andere wieder neu Mut fassen konnten. He would not compromise his absolutes based on the revelation of God. Ja, und er hat seine wirklich unumstößlichen Prinzipien nicht dahingegeben. He focused on the objective and the goal and not the problems. Ja, er konzentrierte sich auf das Ziel und nicht auf die Probleme, die sich ihm in den Weg stellten. And he led by example. Und er führte durch Vorbild. Let's see how this trip turned out in the end. Ja, lass uns sehen, wie diese Reise dann schlussendlich ausging. Verse 37 tells us there were 276 persons on the ship. Vers 37 lesen wir, dass da 276 Leute an Bord waren. And verse 38 says they ate enough and then began to further lighten the ship by throwing the wheat out. Ja, dann lesen wir, nachdem sie satt geworden waren, warfen sie das Getreide in das Meer und erleichterten so das Schiff. And when day came, they couldn't recognize the land. Und als der Tag anbrach, konnten sie das Land erkennen. But they did see a bay with a beach and decided to drive the ship onto that if they could. Sie wussten nicht, wo sie waren, aber sie konnten die Küste erkennen und entschieden sich darauf zuzusteuern. This would be better than rocks and better than some jagged cliff. They were happy to see a beach where they could drive the ship. Sie freuten sich darüber, dass sie das Schiff auf eine seichte Bucht steuern konnten und nicht irgendwo an den Felsen oder irgendwo an den Klippen zerschellen würden. And remember, they thought they were in the coast of North Africa. Erinnert euch daran, sie dachten immer noch, dass sie vor der Küste Nordafrikas seien. And verse 40 says they cast off the anchors, more anchors. Und im Vers 40 lesen wir dann, und sie hieben die Anker ab. No, I take that back. They cut off the 4 anchors that they had put out. That's what that means. Ja, sie And left them in the sea. Sie haben die Anker abgehoben und ließen sie im Meer. There is a bay, by the way, on the island of Malta today called St. Paul's Bay. This was Malta, as Ja, verse 1 of chapter 28 indicates. Es gibt eine Bucht heute noch auf Malta und die heißt die Bucht des heiligen Paulus. And there are some archaeologists, according to the Maltese government, there are some archaeologists who believe that the 4 Roman anchors they found in this location could well be the anchors associated with this ship. Whether or not that's true or not, the Maltese government has these anchors as an archaeological find, an archaeological treasure. Ja, und die maltesische Regierung besitzt 4 Anker, die von Archäologen gefunden wurden, und sie gehen bis heute davon aus, dass das genau diese 4 Anker sind, von denen uns hier in der Apostelgeschichte berichtet wird. So they loosened the ropes of the rudders, which were tied down up to this point to keep the rudder from moving freely. They tied it down. They loosed those ropes so they could steer the ship. Ja, und sie haben auch die Taue, mit dem sie das Steuerrad festgezurrt haben, wieder abgelöst, damit das Schiff jetzt wieder steuerfähig wurde. They hoisted the foresail so that the wind could move the ship and they could steer it toward the beach. Ja, und sie haben auch wieder Segel gehisst, damit sie das Schiff steuern könnten und wirklich jetzt diese Bucht anpeilen konnten. But they hit a reef where 2 seas meet, Ja, aber da ist and eine the vessel ran aground on the reef. Da, wo diese 2 Meere sich eigentlich treffen. The bow of the ship was stuck and immovable, and of course the waves begin to completely disintegrate the stern. Ja, und dann sehen wir, wie dieses Schiff auf diese Sandbank läuft und von beiden Seiten her wird es von den Wellen angegriffen und fällt langsam aber sicher auseinander.
And now verse 42 is an important statement. The soldiers' plan was to kill the prisoners, Ja, und Vers so that 42 none of them could swim away and escape. sehen wir wieder etwas Interessantes. Dort heißt es, die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen konnte. And we're back to that principle that I pointed out in the beginning. If a soldier lost his prisoner, he gave his life. Ja, und erinnert euch wieder an dieses Prinzip, das ich euch ganz zu Anfang genannt hatte. Wenn ein Soldat einen Gefangenen verliert, dann würde er mit dem Tode dafür bestraft werden. The punishment was death if you lost your prisoner. And so to prevent that, they decided to kill all the prisoners, including Paul. Ja, und weil diese Strafe ihnen vor Augen stand, entschieden sie sich, alle Gefangenen zu töten, und das hätte auch Paulus betroffen. But verse 43 says, Aber dann lesen The wir in Vers centurion. 43, wanting to bring Paul safely through, kept them from their intention. aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und hinderte sie an ihrem Vorhaben. If there was anybody that Paul wanted to protect, that the centurion wanted to protect, it was Paul. Ja, wenn es da irgendjemand gab, den der Hauptmann beschützen wollte, dann war es gewiss Paulus. Paul was their leader. He was their source of deliverance. Ja, Paulus war der Grund für ihre Errettung und Paulus war ihr Leiter. This is another element of leadership. This is the payoff. This is the benefit of leadership. Ja, hier sehen wir quasi den Lohn der Leiterschaft. And that is that the people have such great love for, trust in, respect for their leader that they do everything they can to protect him. Ja, die Leute lieben ihren Leiter so und haben solchen Respekt und Hochachtung für ihn, dass sie alles einsetzen, um ihn zu beschützen. Earn your people's trust. Ja, verdiene dir wirklich das Vertrauen deiner Leute. Prove to them your wisdom. Stelle deine Weisheit unter Beweis. Speak the truth to them with authority. Ja, sprich die Wahrheit zu ihnen mit Autorität. Be optimistic and positive. Ja, habe eine optimistische und positive Einstellung. Know what the absolutes are and never compromise them. Ja, sei dir selber gewiss, was die unumstößlichen Wahrheiten sind für dich, und sei auch nie bereit, Kompromisse einzugehen. And help them to see the goal and the object and not the problems. Ja, und hilf ihnen immer wieder, dass sie ihre Augen auf das Ziel und nicht so sehr auf die Probleme richten. Lead by example. Führe durch Vorbild. And the people will surround you with protection. Und die Leute werden dich mit Schutz umgeben. Because they understand how vital you are to their lives. Weil ihnen völlig bewusst ist, wie wichtig du bist für ihr Leben. Well, everybody jumped overboard. Tja, alle It sind says- über Bord gesprungen, heißt es da. And some swam, some were on pieces of wood and various other things from the ship. Einige schwammen, andere haben sich an Bruchstücke des Schiffes geklammert. And they all were brought safely to land. Und alle haben sicher das Ufer erreicht. I think this established an incredibly important opportunity for the gospel. Ich glaube, dass diese Begebenheit eine wirklich gute Möglichkeit für das Evangelium geboten hat. Who had delivered them? Ja, wer hat die Leute wirklich gerettet? Not Paul. Es war nicht Paulus. It all goes back to verse 23. Ja, alles geht zurück auf den Vers 23. For this very night, an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood before me. Dort heißt es, denn diese Nacht trat der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir. And the angel said that God has granted you all those who are sailing with you. Ja, und der Engel sprach zu Paulus, dass Gott ihm all diejenigen gegeben und geschenkt hatte, die mit ihm segelten. And this is what the people would have necessarily concluded, Ja, that they had been rescued and protected by Paul's God.
Ja, und die Schlussfolgerung, die die Leute ziehen sollten, war, dass ihre Rettung darauf basierte, dass der Gott von Paulus sie gerettet hat. This then opened the opportunity for evangelism and the gospel. Und das öffnete eine Tür, die Leute zu evangelisieren und ihnen das Evangelium weiterzugeben. And while the text doesn't tell us that story, Ja, wir lesen das nicht im Text hier. you can be sure that as they sat around the fire in the rain, the Apostle Paul reaffirmed to them the truth of his God. Aber wir können uns das sicherlich ausmalen, dass als sie da um das Feuer herum saßen im Regen und sich wärmten, dass Paulus ihnen noch mal ganz klar vor Augen malte, dass ihre Rettung von Gott kam. And you remember as well how God protected him from a snake. Ja, und ihr erinnert euch auch daran, wie Paulus ihn vor der Schlange rettete. Further strengthening the idea that this was a powerful and mighty and true God. Ja, und dadurch hat sich das noch mehr in den Köpfen und Herzen der Menschen festgesetzt, dass es sich hier wirklich um einen mächtigen Gott handelte. In fact, in verse 6 it says, they began to say, some of the people began to say that he was a God. Ja, und im Vers 6 lesen wir dann sogar, dass einige der Leute dachten, dass Paulus gar selbst ein Gott sei. But those were the natives of Malta. I think we can assume that the people who were on the ship understood that Paul was not God, but that he served the God who had delivered them. Ja, wir können davon ausgehen, dass das die Leute auf der Insel Malta waren, die das dachten, denn die Leute, die mit Paulus auf dem Schiff waren, die waren sich sehr wohl bewusst, dass es der Gott des Paulus war, der sie bewahrt und gerettet hat. And at the end of it all, at the end of our leadership, what we want people to say is, he has a great God. Ja, und das, was wir am Ende unserer Leiterschaft eigentlich möchten, dass die Leute sagen, ist, ja, er hat wirklich einen wunderbaren, großartigen Gott. Well, I hope this can be some practical help to you. It's a little bit of an unusual approach for me. Ja, ich hoffe, dass diese Merkmale, die ich euch aufgezeigt habe, nützlich sind in der Praxis. Ich gehe in der Regel nicht so vor, wie ich das heute getan habe. And in our next two sessions, we'll dig a little more into this matter of leadership from a few other passages of Scripture. But I felt that this would be kind of a big picture of some of the character qualities of leadership. Ja, und in den nächsten 2 Vorträgen, die wir hören werden, werde ich vom Wort Gottes her Leiterschaft noch von verschiedenen Standpunkten aus beleuchten. Aber ich denke, dass dies eine gute Einleitung war, um euch mal einen Überblick zu geben darüber, was Leiterschaft eigentlich ist. Thank you, my friend, for the translation, and I look forward to seeing you again tomorrow night. Thank you too. Thank you very much.